miteinander, mein Name ist Marcel und weil das letzte Video über dieses Thema so gut ankam, zeige ich euch heute erneut, wie man ein ganz generisches Anime- bzw. Manga-Gesicht, allerdings dieses Mal von einem Mädchen zeichnet. Also, fangen wir an. Weil ich weiß, dass sich nicht jeder teure Marker und Buntstifte leisten kann, zeichnen wir in diesem Video wieder nur mit einem Bleistift, einem Radiergummi und einem Blatt Papier. Wird also perfekt sein, wenn ihr üben möchtet und nicht allzu viel Geld zur Verfügung habt. Also fangen wir erneut an mit dem Kreis für den Kopf und den durchteilen wir gleich in der Mitte. Achtet allerdings darauf, dass ihr nicht allzu fest auf den Bleistift draufdrückt, denn das sind ja nur Guidelines, die müssen wir später wieder ausradieren. Das Gesicht wird jetzt auf einen Punkt zulaufen, und zwar genau auf das Kinn. Das Kinn könnt ihr euch meinetwegen einzeichnen, wenn ihr Probleme damit habt, es euch selbst in eurem Kopf zu visualisieren. Es ist übrigens keine Schande, zurückzuspulen und einfach nochmal nachzuzeichnen bzw. auszuradieren. Versucht es einfach, nach einer Zeit wird es hinhauen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn man sich wirklich Mühe gibt, dann kann jeder zeichnen. Wenn ich das Gesicht zeichne, dann fange ich immer zuerst mit der Nase an. Die Nase könnt ihr so zeichnen, wie ihr möchtet. Oder ihr könnt sie einfach von mir abzeichnen. Entscheidet ihr selbst. Wichtig ist nur, dass sie relativ klein gezeichnet ist. Das kommt auf die Art und Weise nämlich etwas femininer rüber und passt natürlich so etwas besser in unser Bild hinein. Für den Mund setze ich einfach 2 Punkte, die ich dann später zusammen verbinde. Aber die sind auch gar nicht so wichtig. Wichtig hierbei sind jetzt erstmal die Augen. Und für diese Augen brauchen wir 2 Guidelines, die wir uns in selber Höhe setzen. Alle anderen Guidelines können wir ausradieren. Die Augen sind das, was einem Charakter meistens sein Geschlecht gibt. Das bedeutet, dieses Mal zeichnen wir die Augen etwas anders als bei meinem anderen Tutorial. Hierbei müssten wir darauf achten, dass wir die Augen, oder zumindest die Guidelines für die Augen, etwas weiter in die Höhe strecken. So sehen die Augen etwas runder und natürlich auch so etwas femininer aus. Die Wimpern sind bei weiblichen Charakteren unglaublich wichtig, deswegen zeige ich sie euch einmal bei einem geschlossenen und einmal bei einem offenen Auge. Bei dem offenen Auge zeichne ich sie ungefähr auf der Höhe der oberen Guideline. Dabei müsstet ihr beachten, dass ich sie nach oben geschwungen zeichne, aber nicht sehr stark. Und bei dem geschlossenen Auge zeichne ich sie etwas nach unten geschwungen, allerdings sogar etwas länger als bei dem offenen Auge. Was den Inhalt vom Auge angeht, gehe ich genauso vor wie sonst auch immer. Ich zeichne zuerst die Iris, dann die Pupille und schattiere den oberen Bereich schwarz. Es ist nicht schlimm, wenn ihr zu viel schwarz schattiert, dann bei Frauen kommt das immer ein bisschen besser rüber, wenn die Augen größer sind. Beim Einzeichnen von den Augenbrauen stimmt es schon. Dünnere Augenbrauen kommen femininer rüber und das machen in der Regel auch die meisten Leute. Allerdings gibt es genug Mangaka, denen das komplett egal sind und die Augenbrauen einfach dick einzeichnen. Ihr könnt euch hier wirklich aussuchen, was ihr haben möchtet. Ich habe hier aber, gerade weil es so Mainstream ist, einfach mal die dünnen Augenbrauen eingezeichnet. Wie gesagt, experimentiert vielleicht etwas rum. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr noch hier und da ein paar Falten über die Augen einzeichnen. Beim Einzeichnen von den Haaren gilt, immer locker aus dem Handgelenk einzeichnen. Und das gilt für diese komplette Sektion hier. Das kommt sehr dynamisch rüber und ihr verbessert euch auf diese Art und Weise nur. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr später immer noch ausradieren. Jetzt aber genug vom Vorgerede, zeichnen wir die mittlere und dann die linken und rechten Strähnen ein. Auf diese Art und Weise kommt ihr immer recht gut zurecht, was die Übersichtlichkeit angeht. Weil ich finde, es passt irgendwie so ein bisschen zum Gesicht, habe ich mir gedacht, tue ich die Spitzen von den Haaren hier einfach so ein bisschen auflocken. Ich fand, das hat einen ganz guten Effekt gehabt. Und danach habe ich jeweils links und rechts die Haare bis ganz nach oben gezeichnet, bis sie endlich am Scheitel angekommen sind. Wie im echten Leben auch, ist der Scheitel nichts weiter als ein Punkt, an dem alle Haarsträhnen zusammenlaufen. Stellt es euch so vor und dann werdet ihr die Haare schon um einiges leichter hinbekommen. Damit unser Gesicht nicht nur ein schwebender Kopf ist, würde ich sagen, zeichnen wir noch einen Hals mit ein. Dieser Hals sollte aber relativ dünn und natürlich auch verhältnismäßig lang sein. Wichtig ist hierbei, dass wir nicht wie beim anderen Tutorial die Nackenbeuger mit einzeichnen, nämlich die kommen eher männlich rüber. Was ich persönlich aber sehr wichtig bei Frauen finde, ist, wenn man immer die Schlüsselbeine mit einzeichnet. Dadurch wirkt der Charakter generell einfach etwas schlanker. Und danach zeichnen wir die Kleidung ein, die jetzt aber hier in diesem Fall nicht viel mehr als aus einem Trägerhemd besteht. Zum Schluss gebe ich meinem Charakter unterm Kinn immer einen sehr starken Schlagschatten. Anschließend schattiere ich den hinteren Teil der Haare. Auf diese Art und Weise sieht der Charakter nicht ganz so flach aus und man gibt dem Bild etwas Tiefe.
Anschließend könnt ihr den Charakter nach Belieben verändern. Und dabei meine ich wirklich alles. Ihr könnt der Person eine neue Kleidung geben, eine neue Frisur. Es gibt viele Leute, die zeichnen immer gerne einen Brusteinsatz ein. Oder wie ich es hier in meiner ursprünglichen Zeichnung gemacht habe, habe ich einfach mal 2 Blushies mit dazu gemacht. Tobt euch ruhig aus. Es macht wirklich Spaß, glaubt mir. Und wenn ihr mehr und mehr übt, dann werdet ihr das auch ganz sicher immer besser und besser hinbekommen. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Das hat mich wirklich gefreut, dass diese kleine Miniserie von Standard-Tutorials ein bisschen weitergekommen sind. Vielleicht führe ich das Ganze ja später noch mit Anatomie und Händen weiter. Wer weiß. Je nachdem, welches Feedback ihr mir hierzu gebt. Soweit, mein Name ist Marcel und man sieht sich im nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Bis dann.